Ja, ich habe eine Mail an Cloudflare geschrieben bezüglich der unerlaubten Kopierung meiner Webseite und dem Ausnutzen, um damit Kunden abzuscammen, und habe denen auch aufgefordert, das innerhalb von wenigen Stunden zu entfernen. Kunden bekommen dann quasi solche Mails, die werden hier aber schon ausgesondert als bösgefährlich, und wenn dann die Kunden hier reinklicken, zum Beispiel in hier überprüfen, dann öffnet sich eine Webseite in dieser Form. Also im Prinzip der Background von der Kunden-Webseite und was drüber gelegt, und alles beginnt mit Cloudflare IPFS. Gut, bei mir ist das leider untergegangen. Ich habe das zu spät kontrolliert. Ich habe auch von Cloudflare keine Antwort bekommen. Jetzt, wo ich das jetzt neu geprüft habe, ist also diese Seite abgeschaltet worden. Aber ich kann bestätigen, dass diese Mail bei Cloudflare auch eingegangen ist. Also das ist, lasse sowas immer mit Versandbestätigung verschicken, und die ist zweifelsfrei, ist die Mail bei Cloudflare auch eingegangen. Aber wie gesagt, Cloudflare hat irgendwann diese Seite gesperrt. Jetzt müsste ich nur mal prüfen, ob weitere Seiten noch von mir irgendwo bei Cloudflare aufgerufen werden können. Aber Mails kommen auch nicht mehr von diesen Servern aus Südamerika an, um diese Geschichte weiterzutragen. Die haben ja verschiedene Adressen genommen, und wie gesagt, im Moment kann ich nichts feststellen. Also machen wir jetzt erstmal weiter, wie ich denn da weiter fortgegangen bin. So, ich habe dann noch mal ein bisschen nachgeforscht. Also die ganzen Tests, die ich jetzt vorher bei meinen Domain durchführen konnte, das geht jetzt nicht mehr. Also Cloudflare hat das wohl tatsächlich gestoppt, dass also die Webseiten abgerufen werden können. Allerdings habe ich von Cloudflare keine Antwort bekommen. Jo, das schwitzt man dann eher so aus, nicht? Da wartet man dann lieber, dass ein Rechtsanwalt kommt, anstatt dem Kunden oder dem Geschädigten mitzuteilen: Sorry, wir haben unseren Fehler entdeckt und haben den beseitigt. Das macht man nicht, ne? Man lässt da bleibt man lieber, das lässt man lieber stillschweigend irgendwo so stehen. Ja gut, das wollte ich nur noch mal angesagt haben. Wir werden ja noch das Thema ein bisschen vertiefen. Es ist nicht so, dass also hier nur die Schuld Cloudflare trifft, sondern hier ist es offensichtlich nur eine Mitschuld. Man hat nämlich ein System entwickelt, was man jetzt scheinbar nicht mehr im Griff hat. Und da gehe ich dann auch in den nächsten Videos noch ein wenig mehr ein. Weil das glaubt ihr gar nicht, was da im Hintergrund inzwischen auf uns zukommt.